Jetzt bin ich friedlich und verträglich, denn jetzt fliege ich tagtäglich mit den Netzpiloten. Es war Hamburg in den 90ern, die Stadt hat Spaß gemacht, es war ein kreatives Umfeld. Ich habe gedacht, das wird was ganz Großes. Was es wird, davon hatte ich also gar keine Idee. Auch wenn wir nur zwei arme Studentenjungs waren, konnten wir schon immer groß denken. Das Baby heißt Netzpiloten. Das war also ein wahnsinnig toller Start für uns, also noch als Studenten oder auch kurz nach dem Studium. Unser Motto war eigentlich zu sagen, gut, da draußen ist so vieles, das aber niemand kennt. Und wir sind nun einfach dann zu der Zeit ein bisschen versierter. We were making shit up. Man konnte kein Buch lesen, wie eine Digitalfirma zu führen ist. Das heißt, man war so eine Gruppe von Leuten, die auch mit einem Abenteuerinstinkt sich da hineinbegeben haben, die gesagt haben, okay, da ist irgendwas Neues, da will ich dabei sein. Vorher waren das irgendwelche Nerds für einen, die dann irgendwelche komischen Sachen gemacht haben für Banken und Versicherungen und sonst was. Und das war für einen selbst kein Thema. Und das hatte sich dann aber innerhalb von 2, 3 Jahren relativ schnell geändert. Dann sehr schnell angefangen rumzuprobieren, was man machen kann, was geht, haben andere getroffen. Das waren damals einfach auch sehr, sehr wenige Firmen, zum Beispiel im Internet. Ja, wir wollten es auf jeden Fall bunter, farbenfroher, verspielter auch machen, um da auch so ein bisschen die Scheu vorzunehmen. Und ja, dann ging der Flug los, die Reise. Pum. Ist man da schon sehr, sehr herausgestochen, einfach durch diese extreme Verspieltheit. Niemand hat mich oder uns gestoppt, also auch als Firma. Ne? Die Tragweite der Firma beim Werbespot, das war schon Next Level. Also als wir ins Studio kamen und es war halt wirklich groß und fett und wir hatten die Kostümproben und die Choreoproben und ich habe es eingesungen und alles. Das war ganz klar, das ist jetzt das ist nicht mehr klein. Wir haben gefeiert miteinander. Also dieses Wir sind ein Team, nicht? Was heute die Unternehmen so ganz mühselig lernen, weil die sagen, okay, wie soll denn jetzt die Struktur aussehen? Ich glaube, was man sich heute schlecht vorstellen kann, ist wirklich das Tempo, wie schnell hoch und runter war. Das ist jetzt historisch, geht da eigentlich schon das Platzen los, der Dotcom-Blase. Die geht im April, konnte man es an den Börsenkursen sehen. Wir natürlich nicht. Also wir waren in vollem Schwung. Wir hatten wahnsinnig viel Geld, wir haben einen TV-Spot gedreht, wir haben plakatiert, wir haben 4 Auslandsbüros aufgemacht in den teuersten Städten der Welt, Leute angestellt. Also wir haben keinen Schuss gehört. Für uns war das alles... Ne? Dann nahm der Druck extrem zu, Druck von allen Seiten, also Druck vom Investor natürlich, vom Markt, von den Mitbewerbern, von den Behörden. Dann wechselt man praktisch halt über Nacht in diesen Krisenstatus, im Krisenmodus. Und das war so ein Crashkurs. Also Crashkurs in Firmengründung, Crashkurs aber dann auch wieder in kleiner werden. In der damaligen Zeit war es für uns das klägliche Ende natürlich eines riesigen Abenteuers, ne, auf das alle geguckt haben. Und wo die Old Economy dann sagt, ja, wir haben es ja gleich gewusst, ne, dass man das jetzt nicht so grünen Newbies da geben kann. Dafür habe ich die beiden immer bewundert, dass sie auch nach wilden Rückschlägen und wirklich schwierigen Entscheidungen immer wieder an ihre Idee geglaubt haben. Aber aufhören, das wollten wir nie, das war nie eine Option, weil wir 100%ig sicher waren, dass valide Geschäftsmodelle in diesem Bereich existieren und noch viel mehr existieren würden. Und als es dann vorbei war, das nächste zu entwickeln. Aber das war die große Gabe von diesen beiden tollen Unternehmern. Dass du nämlich ein Produkt oder Produkte da draußen haben kannst, digitale Produkte, die zum Beispiel werbefinanziert sind oder irgendwelche Abo-Modelle haben oder was auch immer, die du auch mit ganz wenigen Leuten führen kannst. Die Geschwindigkeit, die ja auch hart ist zu ertragen, aber letztendlich hat sie uns auch süchtig gemacht, so schnell Dinge bewegen zu können und verändern zu können. Ja, man ist schon ein bisschen Junkie für diese Potenziale.
Dafür ist das Digitale nach wie vor gut. Also immer wieder kommt irgendwas aufgepoppt, wo man denkt, okay. Ja, mein Name ist Matthias Dendler. Ich bin Mitbegründer der Netzpiloten. Ich bin Wolfgang. Ich habe mit Matthias zusammen die Netzpiloten gegründet vor über 25 Jahren.